lecture of what God wants to teach us this morning, and even though we're not fully complete yet, I think we'll just get started, otherwise we might lose just too much time. Yes. Could a couple of people come up here and pray for this morning, and for Wilrens and for my translation? For the blessing we could receive through Laura and the family. And yeah, we really want to ask you for your blessing for the last section now, in this lecture, that you reveal us, which you wrote in the prophets, what you spoke to them, what it meant to them back then, and also what we can take out of that. I really ask for open eyes, minds and heart, for understanding, that you bless Wilrens, and speaks to us now. And man for the right translation, for the right words, for joy, for peace. In your name, amen. 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 Listen to it. So that's quite a curve now to get us back to the Old Testament prophets. Jetzt müssen wir einen ziemlichen Übergang schaffen, dass wir jetzt wieder zurückkommen zu den Propheten des Alten Testaments. I think this is the bridge. Aber ich glaube, genau das ist die Brücke. The things that you heard this morning, especially from Lauren and David, what do they have to do? How do they connect with the book of Daniel? Was ihr heute Morgen gehört habt, vor allem von Lauren und von David, wie passt das zu dem, was ihr in Daniel gesehen habt? The connection I see is that working, not only staying in that Christian bubble, but also we are going to the world, but not be transformed by the world. Yeah. Also, was ich nicht gesehen habe, ist, dass wir nicht nur in der christlichen Blase bleiben, sondern dass wir hinausgehen in die Welt, aber nicht von der Welt verändert werden. Läuft die Kamera? Yeah, it's on. Okay. Yes, Lauren talked about Joseph. I think Daniel and his friends are an incredible example as well of getting into that non-Jewish world in their case and getting it right. Lauren hat von Josef gesprochen. Ich denke, Daniel ist auch so ein wunderbares Beispiel dafür, wie sie in eine nicht-jüdische Welt hineinkamen und es richtig gemacht haben. Yeah, I think I also see the connection of with David when he went to the Hollywood. Just the statement he said, not allowing the world or the industry to transform you, but rather you transforming the industry. And I think it's the same with Daniel, in as much as he didn't allow the culture to transform him, but rather he transformed the culture in a godly way. Ich sehe Daniel auch in Davids Leben, David Cunninghams Leben, wie er nach Hollywood gegangen ist und wie er sagt, du darfst nicht die Kultur von dort dich verändern lassen, sondern du musst da reingehen, um die Kultur dort zu verändern. Yes, so that's Daniel. Daniel is the model. Genau, Daniel ist das Vorbild. Okay, but what we have left for this morning is sort of, we haven't really talked about Habakkuk and Zephaniah. Was wir für heute Morgen noch haben, wir haben noch nicht
viel über Habakkuk und Zephania gesprochen. And there's one question that I've kept for last. Und ich habe mir eine Frage noch für den letzten Moment aufbewahrt. It's a question, are there prophecies that are unfulfilled? Das ist die Frage, gibt es Prophetien, die noch unerfüllt sind? And especially, what do the prophets say about the kingdom of God? Und vor allem auch, was sagen die Propheten über das Königreich Gottes? So if we manage, I would like to say a few things about that. Und wenn wir schaffen, möchte ich da noch ein paar Sachen dazu sagen. The short answer is everything. Die kurze Antwort ist alles. So everything the prophets say links in with the kingdom of God. Alles, was die Propheten sagen, ist verknüpft mit dem Königreich Gottes. That's the whole point. That's the whole vision behind the message. Das ist der springende Punkt, das ist die Vision hinter ihrer Botschaft. That God wants to once again be king over all of creation. Dass Gott erneut König sein möchte über die ganze Schöpfung. Over a renewed and restored creation. Über eine erneuerte, eine wiederhergestellte Schöpfung. But that's the short answer. If we have time, we can talk a little bit more about this. Das ist die Kurzversion. Wenn wir Zeit haben, können wir noch ein bisschen mehr dazu sagen. Any questions that you would like to bring in at this point? Gibt es noch Fragen, die ihr an diesem Punkt, an dieser Stelle hineinbringen wollt? Well, I know you're not teaching about this, or that's not the focus of your teaching, but I would like to hear a little bit more, or if you could explain more, especially with some of the point that Lauren was talking about Joseph. Aha. Ich weiß jetzt, das ist nicht der Fokus von deiner Vorlesung, aber mich würde es interessieren, ein bisschen was über das, was Lauren mit Joseph gesagt hat. Because actually this is the first time I'm kind of hearing it in this direction. I don't know if you could just elaborate. Ich höre zum ersten Mal in diese Richtung ausgelegt und vielleicht könntest du dazu was sagen. Well, very briefly. Ganz kurz gefasst. Lauren put it on rather strongly, I think. Ich denke, Lauren hat das ziemlich stark in eine Richtung betont. I do think you have to wonder about the result of Joseph's policy. Ich denke, man muss sich schon fragen, was war das Resultat von Josefs Regierung, seinen Taten. That the Pharaoh became the absolute monarch who even owned his people. Dadurch wurde der Pharao zum absoluten Herrscher, der sein Volk als sein Besitz hatte. Is that a good model? Is that a good system? Ist das ein gutes Gesellschaftsmodell? Ist das ein gutes System? Now, the Bible does not put any value judgment on this policy or on Joseph's life at the court. Die Bibel gibt uns keine Bewertung von Josefs Handlung als Minister oder sein Leben da am Königshof. But that's often the case with narrative, that we're left to make our own evaluations. Das ist oftmals der Fall bei diesen Erzählungen in der Bibel, dass es an uns liegt, dass wir das bewerten. At times the author will give hints or even make a direct comment about something. Es gibt Stellen, wo der Schreiber uns einen Hinweis gibt oder sogar das direkt anspricht. But it's also often the case that we're just told what happened without any evaluation, was this right or wrong, or somewhere in between. Genauso oft wird uns aber auch einfach nur erzählt, was passiert ist, ohne eine Bewertung, ob das jetzt gut oder schlecht war. Oder irgendwas dazwischen. And that's the case in this situation. Und so ist es auch in diesem Fall. But I think there's good reason to question
the wisdom and even the ultimate justice of such a system. Ich denke, es gibt gute Gründe, die Weisheit und auch ultimativ die Gerechtigkeit von so einem System in Frage zu stellen. Obviously, our systems of government are very far removed from this absolutist model, and I think we all agree that this is good, that this is better. Was ganz klar ist, dass unsere Regierungsformen heute ziemlich weit entfernt sind von diesem absolutistischen Modell, und ich würde mal schätzen, wir alle finden das auch gut so. So Lauren came on very strong on Joseph, but I do think there's a real issue for concern and questioning how he went about this. Also einerseits denke ich, hat Lauren den Joseph schon sehr stark kritisiert, aber es gibt gute Gründe, in Frage zu stellen, was er da tat als in seinem Amt. Thank you. Okay, any other question before we turn to Habakkuk and race through our two remaining prophets? Habt ihr noch Fragen, bevor wir jetzt zu Habakkuk kommen und dann durch die zwei letzten Propheten rennen? Ich nehme das mal als Ja, gib ihm die Gabe. This is amazing. Wow. You see my language skills. Seht ihr meine Sprachbegabung? Okay, so Habakkuk, I very briefly touched on it last night. Habakkuk habe ich gestern Abend beim Schlossabend ganz kurz erwähnt. Da reingegangen. Habakkuk enters into a dialogue with God. Habakkuk tritt in einen Dialog mit Gott ein. This is the first part of his question, his complaint before God. Das ist der erste Teil seiner Frage oder seiner Beschwerde vor Gott. It's a complaint about the state of Judah. People are just breaking the law and God doesn't seem to be doing anything. Die Beschwerde, die handelt von Judas Zustand. Es scheint, dass Leute das Gesetz brechen und Gott tut einfach nichts. God's answer, beginning in verse 5, Gottes Antwort dann ab Vers 5, is that he's going to bring the Chaldeans as a judgment on the sin of Judah. Gottes Antwort ist, dass er die Chaldäer bringt als Gericht über die Sünden, für die Sünden von Juda. So that's a different name for the Babylonians. Chaldäer, das ist natürlich eine andere Bezeichnung für die Babylonier. Now, this shocks Habakkuk Das schockiert Habakkuk. because the Babylonians are even worse than the people of Judah. Denn die Babylonier sündigen ja noch mehr, noch schlimmer als das Volk von Juda. So how can God use them to bring judgment on his own people? Wie kann Gott also die benutzen, um Gericht über sein eigenes Volk zu bringen? So that's Habakkuk's second question or complaint. Das ist Habakkuks zweite Beschwerde oder Frage. And then beginning in 2 verse 2, God answers again. Ab 2 Vers 2 gibt Gott dann eine weitere Antwort. This is a longer answer, it's the remainder of chapter 2. Das ist eine längere Antwort, es erstreckt sich über den ganzen Rest des zweiten Kapitels. And it includes 5 woes that are speaken over the Babylonians. Und darin sind 5 Aussagen enthalten, wo Gott Wehe spricht über die Babylonier. So in other words, God will use the Babylonians to bring judgment on Judah, but then in turn he will also judge the Babylonians. Anders ausgedrückt, Gott wird die Babylonier benutzen, um Gericht über sein Volk zu bringen, über Juda zu bringen, aber er wird auch die Babylonier richten. And after receiving this answer, it seems Habakkuk is at peace about this. Nachdem Habakkuk diese Antwort empfängt, scheint es, dass er Frieden darüber hat. Because he ends
his book was called a prayer, and it very much looks like a psalm. Beendet das Buch mit etwas, was dort Gebet genannt wird, und es sieht sehr stark nach einem Psalm aus. Even have some of the terminology that we also find in the book of Psalm. Es sind sogar Begriffe enthalten, die wir auch bei den Psalmen, im Buch der Psalmen finden. In this vision, or in this prayer, Habakkuk describes how he sees God coming and judging the nations. In dieser Vision oder in diesem Gebet sehen wir, wie Habakkuk beschreibt, wie er gesehen hat, dass Gott kommt. Now, I'm not entirely sure, but I suspect that this was is based on a vision that Habakkuk had. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich denke, das basiert auf einer Vision, die Habakkuk hatte. Because it seems to be quite visible. It's like he describes what he saw. Weil es sehr bildhaft ist. Es scheint, als ob er beschreibt etwas, was er gesehen hat. How the terrifying presence of God came to deal with his enemies. Wie die furchterregende Gegenwart Gottes kam, um mit seinen Feinden umzugehen. And that's why Habakkuk at the end is able to say, okay, I hear, I'm shaken by what I've seen. Deshalb ist Habakkuk am Ende in der Lage zu sagen, ich höre es und ich bin erschüttert von dem, was ich gesehen habe. But after having seen God like this, I can wait. I can be patient and trust God. Aber nachdem ich Gott so gesehen habe, kann ich warten, kann ich geduldig sein und Gott vertrauen. In the end, what God has done will be justice. Am Ende weiß ich, was Gott getan hat, das wird gerecht sein. And so Habakkuk is able to finish with those I wills. Und so kann Habakkuk am Ende mit diesen Ich werde Aussagen enden. I will trust, I will wait, Ich werde vertrauen, ich werde warten and I will rejoice. und ich werde mich erfreuen. Yeah, so and then again the last line makes clear, okay, this really is a psalm at the end of this book. Und die letzte Zeile hier, die macht es nochmal klar, das ist wirklich ein Psalm hier am Ende von diesem Buch. Okay, so that's Habakkuk. Das ist Habakkuk. I think one of the clearer prophets. Ein leichter, verständlicher Prophet, denke ich. Zephania. Zephaniah is introduced with a rather long genealogy. Zephania wird vorgestellt mit einem ziemlich langen Stammbaum. Ending with Hezekiah. Und der geht bis Hiskia. So probably this is King Hezekiah. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um König Hiskia. Why else would he go back to someone named Hezekiah? Wieso sonst würde er bis zu einer Person namens Hiskia zurückgehen? And we're told that he prophesied in the days of Josiah. Das heißt, er hat zur Zeit von Josia prophezeit. It's not very specific, but it places him at the beginning, before or after, but around the beginning of Jeremiah's ministry. Das ist nicht sehr spezifisch, aber es platziert ihn ungefähr am Anfang von Jeremias Dienst. Yeah, in the beginning, yeah. Yeah. So maybe some years before, maybe some years after, but approximately around that time. Vielleicht ein paar Jahre früher oder später, aber ungefähr zu Beginn von Jeremias Dienst. And Zephaniah starts with a very sweeping, absolute, total destruction. Zephania legt los mit einer allumgreifenden, mit einer ziemlich totalen Zerstörung. It's actually, it's like an uncreation. It's like the opposite of creation. Das liest sich wie eine Anti-Schöpfung, wie das Gegenteil von Schöpfung. Notice it refers to man and beast,
the birds of the heavens, the fish of the sea. Habt ihr das gemerkt? Da heißt es, die Menschen und Tiere, die Vögel im Himmel und die Fische im Meer. That's an echo of Genesis 1, day 5 and 6. Da halt 1. Mose 1, Verse 5 und, Tage 5 und 6 so ein bisschen nach. Yeah, so that sounds like God is reversing his creation in part. Es scheint hier so, als würde Gott seine Schöpfung umkehren, zumindest teilweise. And Zephaniah identifies this event as the day of the Lord. Zephania identifiziert dieses Ereignis als der Tag des Herrn. Now, it has to be a hyperbole, a deliberate exaggeration. Das muss eine Hyperbel sein, eine vorsätzliche Übertreibung. Because in chapter 2 and 3, there still are people who can respond, and there still are people who will be saved in the end. Denn noch in Kapitel 2 und 3 gibt es Leute, die antworten können, und es gibt auch Leute, die noch errettet werden. Am Schluss. If God had literally destroyed everything, everyone, there would be no one left. Wenn Gott tatsächlich jeden und alles zerstört hätte, dann gäbe es ja niemanden mehr, der noch übrig wäre. So it is a very drastic description of this judgment that's not too far in the future anymore for Judah. Es ist also eine sehr drastische Beschreibung von Gericht, einem Gericht, das nicht allzu weit in Judas Zukunft liegt. And so that's chapter 1. Das ist Kapitel 1. Chapter 2 then issues a call for repentance. Kapitel 2 spricht dann einen Ruf zur Bekehrung aus. Seek the Lord. Zur Umkehr. Such den Herrn. And it shows that there is a remnant. There are those who still do practice the law and righteousness. Das zeigt, es gibt da einen Überrest. Es gibt noch die, die das Gesetz befolgen und die gerecht handeln. And then follows judgment on 4 nations. Darauf folgt Gericht über 4 Nationen. In verse 4, it's the Philistines. In Vers 4 sind es die Philister. And then in beginning in verse 8, we have Moab and Ammon. Im ersten Teil von Vers 8 sehen wir Moab und Ammon. So that's the people on the west and those on the east of Judah. Die Philister also im Westen und die anderen im Osten von Juda. Then in verse 12, the Cushites. Dann in Vers 12 die Kuschiter. That's south. Die sind im Süden. And then Assyria, verse 13. Und dann Assyrien in Vers 13. Now they were sort of to the northeast, so that sort of represents the northern direction. Die Assyrer, die so im Nordosten lagen, und das steht für den Norden, die nördliche Richtung. And then Zephaniah shifts his attention to Judah again and speaks his woe over Jerusalem. Und dann richtet Zephania seinen Blick, seine Aufmerksamkeit wieder auf Juda, und er spricht eine Wehklage gegen Jerusalem aus. And we have once again this idea of a complete, total judgment. Wieder bekommen wir hier den Eindruck von einer totalen Zerstörung, von einem totalen Gericht. Here at the end of verse 8, in the fire of my jealousy, all the earth shall be consumed. Am Ende von Vers 8, die Glut meines Grimmes, denn alle Welt dürfe durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. But then we find that that's not the last word or the ultimate purpose behind all of this. Dann sehen wir aber, dass das nicht das letzte Wort ist, dass das nicht die ultimative Absicht hinter dem Ganzen ist. That in fact God is going to transform both Israel and the nations. Sondern dass Gott in Wirklichkeit sowohl Israel als auch die Nation verändern wird. We end with this beautiful prophecy of restoration. Und das endet dann mit einer wunderschönen Prophetie der Wiederherstellung. Where God will be in the midst of Israel again. Wo Gott wieder in der Mitte von Israel sein wird. You've probably heard these lines, verse 17, the Lord your God is in your midst, mighty one,
He will save, he will rejoice over you with gladness, he will quiet you by his love, he will exult over you with loud singing. Vielleicht hast du den Vers schon mal gehört. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Now, this is quite typical for the prophets. Das ist ziemlich typisch für die Propheten. The day of the Lord Der Tag des Herrn is an important theme. ist ein wichtiges Thema. It's that moment or that phase where God will intervene in history. Es ist dieser Moment oder diese Phase, in der Gott eingreift in der Geschichte. And sometimes Day of the Lord refers to a smaller historical judgment. Manchmal bezieht sich der Tag des Herrn auch auf ein kleines, ein vereinzeltes Gericht in der Geschichte. The Day of the Lord, that can be the fall of Jerusalem or the fall of Nineveh. Der Tag des Herrn, das kann auch für den Fall Jerusalems oder den Fall Nineveh stehen. But there are also places in the prophets where the Day of the Lord seems to be sort of final and it involves the whole world. Es gibt auch Stellen bei den Propheten, wo der Tag des Herrn endgültig zu sein scheint und die ganze Welt umfasst. Because obviously God may sometimes do things in history, but He's also going to make everything ultimately right in history. Denn natürlich handelt Gott immer wieder in der Geschichte, aber er wird auch das Ganze endgültig wieder recht machen in der Geschichte. Let's talk about the Day of the Lord in this ultimate sense. Sprechen wir mal über den Tag des Herrn in diesem endgültigen Sinn. We sometimes call this the eschatological Day of the Lord. Das wird manchmal auch der endzeitliche Tag des Herrn genannt. That's the word eschatology. Have you heard this before, this word? Dieses Wort Eschatologie, habt ihr das schon mal gehört? It has the Greek word eschatos in there. Darin enthalten ist das griechische Wort Eskatos. And that means last. Das bedeutet letzte. So eschatology is the branch of theology that thinks about the end and the last things. Die Eschatologie ist also der Zweig der Theologie, der sich mit den letzten Dingen, mit dem Ende beschäftigt. What will be at the end and how will God bring all things to completion and fulfill His purpose? Was wird am Ende sein und wie wird Gott alle Dinge zur Vollständigkeit bringen und wie wird er seinen Willen umsetzen? One important subject in eschatology would be the second coming, obviously. Ein wichtiges Thema in der Eschatologie, in der Endzeitlehre, ist natürlich Jesu zweites Kommen, seine Wiederkunft. Are there things that have to happen before Jesus comes back, for instance? Gibt es da bestimmte Ereignisse, die stattfinden müssen, bevor Jesus zurückkommt? Zum Beispiel? But also this subject of the day of the Lord is part of eschatology. Aber auch eben dieses Thema hier, der Tag des Herrn, ist Teil von der Eschatologie. What was this eschatological vision of the prophets? Was war diese endzeitliche Vision von den Propheten? The day of the Lord is that moment when God will deal with evil and sin. Der Tag des Herrn ist jener Moment, wo Gott umgeht mit dem Bösen, mit der Sünde. And also when He will deal with the nations or with those who oppose His people and His plans. Und auch mit den Nationen umgeht, mit denen, die sich gegen sein Volk und gegen seinen Plan stellen. And so in the prophets, what we find is exactly what we just noticed in Zephaniah. Und was wir dann bei den Propheten sehen, ist genau das, was wir gerade bei Zephania bemerkt haben. On the other side of the day of the Lord, we find creation restored. Jenseits des Tages des Herrn sehen wir eine Wiederherstellung der Schöpfung. We find righteousness and justice reigning.
da sehen wir dann die Gerechtigkeit, wie das Recht regiert. We find, in effect, the kingdom or the rule